Hallo an alle Lego-Freunde, hier ist der Carsten und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Ja, ich wollte euch heute mal zeigen, was ich mir in der Zwischenzeit so alles Neues gekauft habe. Und zwar ist das zum einen natürlich dieses Set, was ihr hier gerade seht, die 60163 aus der Coast Guard Serie. Das Set habe ich relativ günstig bei eBay geschossen, inklusive Karton und originaler Anleitung, fand ich ganz cool. Ja, und was ich auch noch relativ günstig gekriegt habe, sind hier, ich rolle es mal ins Bild, so 1, 2, 3, 4 ganz schön viele Baseplates. War ebenfalls ein genialer Preis, konnte ich auch nicht Nein sagen. Ja, und dann habe ich noch einen halben Brickling-Shop leer gekauft, also zumindest fast, für die ganzen Mocks, die ich jetzt so gerade in der Planung habe. Ein paar Teile, die ich noch brauchte. Das war es dann aber immer noch nicht. Und zwar waren da noch denn ein paar Minifiguren bei. Zum einen hier diese Ärztin, irgendwie aus den 80er Jahren wahrscheinlich. Da wollte ich mir ein kleines Krankenhaus bauen für die Lego-Stadt meiner Tochter. Für mich waren dann noch zwei Minifiguren aus der Star Wars-Serie dabei. Noch die Frau aus dem 2021er Holiday Camper Van. Die habe ich irgendwie verbasselt, keine Ahnung, wo die ist. Habe ich mir jetzt nachgekauft. Ja, und meine beiden Highlights zum Schluss. Einmal hier ein Original Blacktron Minifigur, total stark. Und für meine Pirateninsel hier einmal die kleine Meerjungfrau. Genau. Das Ganze wollte ich euch eigentlich jetzt in epischer Breite präsentieren. Dann habe ich aber noch eine viel bessere Idee bekommen. So, und ob die Idee nun wirklich so gut ist, das wird sich erst noch rausstellen. Ich habe schon wieder ein bisschen Angst vor meinen eigenen Ideen. Aber mal eins nach dem anderen, gucken wir uns als erstes hier mal das Set an. So, die Anleitung, die brauchen wir gerade nicht mehr. Die kann weg, genau wie der Karton. Da gibt es lediglich die viel zitierten Abenteuer der Rückseite. Brauchen wir aber auch gerade nicht. Genau. Bleibt das Set über, bestehend hier aus dem Buggy und der Aussichtsplattform hier mit den beiden Angestellten der Küstenwache, heißt ja Coast Guard Starter Set, dann der Surfer mit dem Hai. Niedliches kleines Set, auf den ersten Blick gar nichts Besonderes, aber auf den zweiten Blick ist mir eine Sache aufgefallen und die mag ich. Das Ding hat offiziellerseits 76 Teile. Und bei 76 Teilen sind es 3 Minifiguren. Das finde ich ein ziemlich anständiges Verhältnis, muss ich sagen. Da habe ich nicht viele Sets, die da rankommen. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt bei Rebrickable und mir ist aufgefallen, es gibt von diesen Starter-Sets eine ganze Handvoll und die haben alle so viele Minifiguren. Zum Beispiel gibt es halt auch so ein Police-Starter-Set, da sind sogar 4 Minifiguren bei. Das muss ich mal auf dem Schirm haben, das werde ich mir später mal irgendwann genauer angucken. Aber mal zurück zu dem Set. Ja, wie gesagt, Coast Guard hatte ich nie so richtig auf dem Schirm. Und jetzt hatte ich mir überlegt, Mensch, was kann ich denn mit dem Set anstellen? Und da kommt jetzt meine Idee ins Spiel. Ja, und dann hatte ich ja noch die Baseplates, die ich fast zeitgleich gekauft hatte. Einmal hier in Blau fürs Wasser. Da hatte ich dann mal den Surfer und den Hai draufgestellt. Und dann hatte ich ja noch die Tentfarbenen. Und da hatte ich dann die Küstenwache mal drauf platziert mit dem Buggy und der Aussichtsplattform. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass das Ganze dann doch ziemlich verloren aussieht. Und habe dann mal in meinem Schrank geguckt, was ich noch für Sets habe, die thematisch dazu passen könnten. Und habe dieses hier gefunden. Das ist die 4642, nennt sich Fishing Boat, ist schon ein paar Tage alt, stammt aus 2021, kommt hier mit 2 Minifiguren daher und hat auch nochmal ein Hai dabei. Genau, jetzt hat unser Surfer ja schon ein richtig kleines Problem. Das war aber noch nicht alles. Ich hatte dann das noch gefunden hier. Das Surfer Beach House hat ebenfalls 2 Minifiguren am Start und ist, glaube ich, aus dem Jahr 2021. Und da gibt es noch als kleine Zugabe hier einmal die Schildkröte, einmal die Babyschildkröte und dann noch den Delfin. Alles Brickbild. Ziemlich cool finde ich das. Genau. Und schon war die kleine Strandszene fertig. So die 3 Sets passten irgendwie alle recht gut zueinander. Und wie gesagt, dann kam die Idee, hieraus ein etwas größeres Projekt zu machen. Das war jetzt eigentlich nicht mein primäres Ziel, weil ich habe schon 2 relativ große Projekte. Zum einen nämlich meine Pirateninsel und zum anderen meine Mittelalterwelt. Aber irgendwie hat mich die Idee nicht mehr losgelassen. Was meint ihr denn dazu? Ist es eine Idee, die man weiterverfolgen kann? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin schon gespannt. Genau. Für heute soll es das an der Stelle hier dann aber auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, euch hat es gefallen. Dann lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht mehr. Ich bin nämlich gerade schon wieder dabei, eins vorzubereiten, thematisch in meiner Mittelalterwelt. Genau. Bleibt mir nur noch, euch viel Spaß bei euren Projekten zu wünschen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.